Alex, passend zur Jahreszeit würde ich ganz gern von dir wissen, wie mache ich mein Wohnmobil winterfest? Worauf muss ich achten, damit es den Winter gut übersteht? Damit das Wohnmobil im Winter unbeschadet, trocken und sauber steht, haben wir uns hier eine Halle ausgesucht. Und dazu sind einige Vorbereitungen erforderlich und das zeige ich dir jetzt gerne. Okay, super. So, ich würde sagen, wir sind startklar. Aber wie fangen wir jetzt an? Ich gehe gern folgendermaßen vor. Zuerst räume ich mal alles raus aus dem Womo. Dann kann ich richtig putzen innen drin. Des Weiteren sind wir dann auch einfach geschützt vor Schimmel oder Tierbefall und wir sparen uns den Frühjahrsputz. Hört sich sinnvoll an. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Gerne. Bei unserem Womo-Kühlschrank alle Lebensmittel ausräumen, den Kühlschrank abtauen, auswischen und die Türe geöffnet lassen. Unsere Schränke alle ausräumen, auswischen und für bessere Luftzirkulation geöffnet lassen. Die Gummidichtungen gegebenenfalls mit Pflegemittel behandeln, damit sie geschmeidig bleiben. Ebenso ist es hilfreich, einen Luftentfeuchter aufzustellen. Alle Sitzpolster und Matratzen heben wir für eine bessere Luftzirkulation an oder stellen sie auf. Die Gashähne an den Gasflaschen zudrehen und Einzelgashähne absperren. Bevor du das Wasser im Tank ablässt, solltest du die Pumpe ausschalten und alle Hähne öffnen. Durch den entstehenden Unterdruck wird das Restwasser aus den Leitungen gezogen. Anschließend müssen noch die Tanks mit Bürste und Schwamm gereinigt und so weit wie möglich trocken gewischt werden. Die Wasserhähne sollten geöffnet bleiben. Zu guter Letzt tanken wir das Wohnmobil voll, um Schäden durch Korrosion oder Kondenswasser zu vermeiden. Und wie schaut's aus? Sind wir fertig? Ich für meinen Teil ja. Du kannst natürlich auch noch einiges Zusätzliche an deinem Fahrzeug machen. Hast du da ein paar Beispiele für mich? Zum Beispiel die intensive Außenreinigung, insbesondere der Markise des Fahrzeugs. Des Weiteren Kontrolle auf Lackschäden, alle Beleuchtungseinrichtungen zu kontrollieren. Eventuell das Fahrzeug aufbocken und den Luftdruck um ein halbes Bar erhöhen, um Standschäden zu vermeiden. Das sind so einige Beispiele, was du noch erledigen kannst. Okay, ich würde sagen, ich probiere es mal in meinem eigenen Wohnmobil. Und vielen Dank für deine Hilfe. Bitte tu das. Gerne.